Hallo, ich bin Jan von iDock. In diesem Video zeige ich dir, wie du den Akku von deinem Huawei P9 Lite austauschen kannst. Die Reparatur ist etwas schwieriger, du solltest ca. 30 Minuten Zeit dafür einplanen. Folgende Werkzeuge empfehle ich dir: einen Philips Schraubendreher, eine ESD-Pinzette, einen Stahlspatel, ein Plektrum, ein Saugnapf und ein Spatscher. Außerdem benötigst du Heißluft, da einige Bauteile sehr stark verklebt sind. Zusätzlich empfehle ich dir eine Magnetmatte, um die unterschiedlich langen Schrauben während der Reparatur sortieren zu können. Eine detaillierte Fotoanleitung, die dich Schritt für Schritt durch die Reparatur führt, findest du auf unserer Webseite. Wenn du Fragen zu der Reparatur hast, stell sie doch einfach hier auf YouTube in der Kommentarfunktion. Wir freuen uns auch immer über Anregungen und Kritik. Ich wünsche viel Spaß bei der Reparatur. Bevor ich mit der Reparatur beginne, werde ich das Gerät ausschalten, um Kurzschlüsse während der Reparatur zu vermeiden. Für den ersten Schritt müssen wir das Backcover abnehmen. Das Backcover ist beim Huawei P9 Lite geklipst, einmal komplett um den Rahmen herum. Dort müssen wir die Klipse abhebeln. Außerdem ist es um den Fingerprint einmal verklebt. Dazu setze ich den Saugnapf an, relativ weit unten. Mit dem Saugnapf kann ich ein bisschen Kraft aufüben, um das Backcover anzuheben, und dann führe ich das Plektrum an einer Seite zwischen Rahmen und Backcover ein. Nun lassen sich die einzelnen Punkte aufhebeln. Beim Abheben des Backcovers ein bisschen darauf achten, dass man nach Möglichkeit Clip für Clip löst. Wenn das nicht gleich beim ersten Mal funktioniert, ruhig ein zweites Plektrum dazu nehmen oder auch mit den Fingern ein bisschen fester dran ziehen. Schritt für Schritt mit den Fingern ruhig einmal umsetzen, bis man um das gesamte Gerät drumherum ist. Anschließend kann dann das Backcover nach oben hin abgenommen werden. Da das Backcover am Huawei P9 Lite um den Fingerprint-Sensor verklebt ist, empfiehlt es sich hierbei etwas Heißluft zu nehmen, um den Kleber zu erwärmen, damit sich das Backcover leichter lösen lässt. Wenn alle Clips gelöst sind, kann das Backcover abgehoben werden. Als nächstes lösen wir die obere Abdeckung vom Logic Board. Die Abdeckung ist mit 9 Phillips-Schrauben gesichert. Eine der Schrauben befindet sich unter einem Feuchtigkeitsindikator. Diese müssen wir alle lösen. Und anschließend können wir die Abdeckung abnehmen. Wichtig ist, an der Abdeckung sind noch 2 Kabel befestigt. Man kann versuchen, den Feuchtigkeitsindikator abzunehmen, um ihn später wieder aufzusetzen. In der Regel geht er dabei kaputt. Man kann ihn auch direkt mit dem Phillips-Schraubenzieher durchstechen. Die Schrauben der Abdeckung sind alle gleich lang, können somit nicht vertauscht werden. Dennoch empfiehlt es sich, sie alle zusammen in ein Fach der Magnetmatte zu legen. Als nächstes heben wir die Abdeckung ab. Wichtig daran denken, dass mehrere Kabel noch unter der Abdeckung befestigt sind. Wir heben die Abdeckung ab. Diese ist leicht geklipst bei der Kamera und einmal an der Seite. Durch leichtes Bewegen löst sie sich aber aus den Clips und kann dann vorsichtig umgelegt werden. Als erstes nehmen wir das Flexkabel vom Fingerprint ab. Dazu mit dem Spatscher unter den Kontakt gehen und den Kontakt vorsichtig abhebeln. Nun heben wir den geklebten Kontakt vom NFC-Tag ab. Da der verklebt ist, empfiehlt es sich hierbei ein bisschen Heißluft einzusetzen. Anschließend einfach mit dem Stahlspatel leicht unter den verklebten Kontakt gehen und diesen abheben. Nun entfernen wir den Lautsprecher und die Abdeckung der unteren Platine. Die Abdeckung ist befestigt mit 7 Schrauben. Diesmal haben wir 2 verschiedene Schraubenlängen und auch wieder ein Feuchtigkeitsindikator. Nun können wir die Abdeckung mitsamt des Lautsprechers abheben, einfach mit der Pinzette an einer Ecke ansetzen und vorsichtig vom Rahmen lösen. Nun kann das Flexkabel entfernt werden, welches die Verbindung zwischen den beiden Platinen herstellt. Dazu gehen wir mit dem Spatscher unter den Kontakt unter einer der beiden Platinen, lösen diesen an und machen das gleiche auf der anderen Seite. Und anschließend können wir das Kabel entfernen. Als nächstes lösen wir die Antenne und entfernen diese aus dem Gerät. Kontakt kann gelöst werden. Anschließend die Antenne aus dem Rahmen entfernen.
Anschließend können wir den Akku entfernen. Hierfür lösen wir den Kontakt von dem Akku und dem Logic Board. Da der Akku verklebt ist, empfiehlt es sich, ihn wieder mit ein bisschen Heißluft warm zu machen. Da wir das NFC-Tag übernehmen wollen, entfernen wir das hier von dem alten Akku und können es nun auf den neuen Akku übertragen. Da hier bei dieser Reparatur der Akku nicht defekt ist, übernehme ich das NFC-Tag wieder auf den alten Akku. Anschließend kann der Akku wieder in das Gerät gelegt werden. Der Akku sollte leicht angedrückt werden, damit sich der Klebstoff verbindet und der Akku nicht wackeln kann. Der Akku sitzt fest im Gerät, also können wir ihn wieder mit dem Logic Board verbinden. Nun legen wir das Flexkabel, das die Verbindung herstellt, zwischen der oberen und der unteren Platine wieder ein. Das Flexkabel hat 2 verschiedene Konnektoren in 2 verschiedenen Größen. Um es richtig einzubauen, muss der Pfeil des Kabels nach oben zeigen. Beim Verbinden der Stecker gibt es ein kleines Klickgeräusch. Wenn das nicht beim ersten Mal gelingt, einfach das Kabel nochmal abnehmen und erneut aufsetzen. Wir bauen die untere Abdeckung inklusive des Lautsprechers wieder ein. Sie wird einfach aufgelegt, eingeklippt und anschließend wieder verschraubt. Als nächstes installieren wir wieder die obere Abdeckung. Als erstes legen wir sie uns einmal auf und verbinden auch wieder das NFC-Tag. Und anschließend verbinden wir wieder das Kabel von dem Fingerprint-Sensor. Wir drehen die Abdeckung wieder um und fixieren diese dann mit den Phillips-Schrauben. Nachdem die Abdeckung wieder installiert ist, können wir das Backcover aufsetzen. Dazu einfach Schritt für Schritt um das Gerät herumgehen und die Klipse wieder einhaken. Ist hier noch was offen? Die Reparatur ist nun abgeschlossen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wenn du Fragen zur Reparatur hast, nutze hier die Kommentarfunktion. Wir freuen uns auch immer über Ideen für neue Videos. Und wenn du in der Zukunft nichts verpassen möchtest, abonniere einfach unseren Kanal.